Tag ihr Lieben, willkommen bei Rothausbus. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir stehen kurz vor unserer großen Reise nach Südamerika. Ja, in 2 Wochen fliegen wir nach Buenos Aires. Wir sind aufgeregt und freuen uns. Absolut. Und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für uns, ein großes Abenteuer. Aber das bedeutet ja auch, dass ein anderer Lebensabschnitt endet. Und darüber wollen wir euch heute was erzählen. Viel Spaß beim Video. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. So, ich bin gleich wieder da. Ja, ich freue mich. Ich fange schon mal an, ja? Ja. Kommt wie immer. Ja, ich habe meine Bodyguards hier. Der Druck wächst auf uns, also die Zeit wird immer knapper und dementsprechend hat man eigentlich überhaupt gar keine Zeit nachzudenken. Also der Kopf ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Lösungen zu finden, wie es weitergeht, was wir noch machen müssen, was wir nicht vergessen dürfen etc. Man hat wenig Zeit, um nachzudenken. Also im Grunde freuen wir uns den ganzen Tag und denken über das größte Abenteuer unseres Lebens nach. Völlig klar. Und wenn ich hier im Garten meiner Mutter sitze, dann habe ich einfach endlich mal so diese Ruhe, um auch über andere Dinge nachzudenken. Wir haben in den letzten Tagen uns nur mit Lösungen beschäftigt für den Bus und haben dieses Setup, also hinten am Heck, was wir alles mitnehmen müssen an Wassertank, Frischwasser, extra Diesel etc. pp. Fertig gemacht. Und somit war der Kopf halt total beschäftigt. So, da ist es. Und zwar ist es unser neuer Wassertank. Ich habe viel im Internet gelesen und vielleicht machen es auch andere Firmen. Ich mache für die auch keine Werbung, ich kriege von denen auch nichts. Aber der Tank, der ist wohl aus einem Material, was absolut Keime abwehrt und soll wohl ewig das Wasser drin frisch halten. Und das Ding kommt jetzt eben, Achtung, hier ran. So. Mit einem Wasserhahn auf der Seite. Das heißt, wir haben 20 Liter Frischwasser mehr. Und das ist ja genau das, was wir wollten, wenn wir unterwegs sind, dass wir ein bisschen unabhängiger sind. Naja, und total cool, auch ein richtig geiler Wasserhahn, abschließbar. Das heißt, da kommt uns nichts raus und da fließt nichts raus und da kommt auch keiner ran. Ja, das Ding kommt jetzt hier ran. Und das Coole ist, da wir hier an der Seite unsere Küche auch haben, haben wir jetzt sozusagen hier auch nochmal einen Wasseranschluss für Trinkwasser, wo wir direkt an der Küche entnehmen können. Hey Leute, ich bin so aufgeregt, ich kann mich überhaupt nicht mehr halten. Noch 4 Tage, dann wird Hermann verschifft. 4 Tage noch, 4 Tage. Ich kann es überhaupt nicht fassen. In 4 Tagen geht es wirklich los. Ich freue mich so unglaublich und bin ehrfürchtig, dankbar und finde es total cool, dass es jetzt klappt. Ja, unser Bus ist jetzt fertig und muss im Grunde genommen nur noch verschifft werden, in Hamburg in die Kiste geladen werden und damit ist das Thema mit unserem Hermann zumindest mal erledigt. Wenn so eine große Reise bevorsteht, also ein neuer Lebensabschnitt kommt, dann macht man sich natürlich nicht nur positive Gedanken. Also wir haben auch den ein oder anderen traurigen Gedanken. Schließlich gehen wir für eine sehr lange Zeit aus Europa, aus Deutschland weg und werden Freunde und Familie lange, lange nicht wiedersehen. Wir reden ja über Jahre, wir reden ja nicht über einen Urlaub für 3 Monate, sondern wir wollen wirklich eine sehr lange Zeit nach Südamerika gehen. Hier ist eine schöne Libelle. Die ist ja wunderschön. Vielleicht könnt ihr die sogar sehen. Und das bedeutet, ich denke vor allem über meine Neffen nach. Also wir haben, meine Schwester hat 2 Kinder hier, die sind noch klein. Und die nennen mich immer Onkel Björn. Und die lieben es, sich mit mir zu prügeln, den ganzen Tag. Wenn ich komme, dann geht's los, dann werde ich verprügelt oder ich verprügel sie oder ich schmeiße sie ins Wasser. Und das lieben sie total.
Und wenn wir wiederkommen, dann werden sie es eben nicht mehr lieben. Die Zeit verändert sich und die werden auch älter und da haben die natürlich keine Lust mehr drauf. Und das sind Sachen, die machen einen natürlich auch, wenn man so eine große Reise vorhat, kann man sagen, ein bisschen traurig. Aber auch meine Mutter und meine Schwestern werde ich ja für eine lange Zeit nicht sehen. Und auch das ist traurig, aber wir müssen ehrlich sein, wir leben im Jahr 2023. Wir haben die Möglichkeiten, mit WhatsApp oder Videotelefonie wunderbar in Kontakt zu sein und sich auch auf der Reise zu sehen. Viel schwerwiegender ist es bei den Kindern, weil die sich natürlich in der Zeit extrem verändern. Ich sitze ja hier am Teich von meiner Mutter und das ist total schön hier, weil es ist alles voller Seerosen. Und hier sind auch ganz große Frösche drin. Und mit diesen Fröschen haben alle Kinder zum Beispiel schwimmen gelernt, weil die sehen konnten bei dem Frosch, wie der Frosch sich bewegt. Und hier sind auf jeden Fall sehr viele Erinnerungen an diesem Ort. Deutschland und Europa zu verlassen, macht mir ehrlich gesagt überhaupt gar keine Probleme. Ich bin ehrlich gesagt froh, diese First World Problems hinter uns zu lassen. Also sprich, wir haben ja hier in Europa oder in der gesamten kapitalisierten Welt doch Probleme, die die gesamte andere Welt eigentlich gar nicht kennt. Und wir freuen uns auf Gastfreundschaft, auf offene Menschen, auf Kommunikation mit Leuten, die keine Angst vor anderen Menschen haben. Und umso ärmer die Menschen sind, umso menschlicher sind sie eben. Ja? Das haben wir auf unseren Reisen ja schon oft gesehen. Und das ist eine Geschichte, worauf wir uns sehr freuen. Und deswegen aus Europa zu gehen, stört uns ehrlich gesagt nicht. Es gibt natürlich auch Lebensabschnitte, da ist man überhaupt nicht traurig, die zu verlassen. Wie viele von euch wissen, hatte ich ja ein relativ hartes Jahr im letzten Jahr. Es ging mir gesundheitlich nicht so gut. Und ich bin total froh, diese Zeit hinter mir zu lassen. Ist wie ein Hund, der aus dem Tierarzt rausrennt und einfach keinen Bock hat auf diesen Tierarzt mehr und auch nicht mehr hin möchte. Also ungefähr so fühle ich mich. Natürlich ist das nicht abgeschlossen, aber schlussendlich bin ich froh, so weit wie möglich weg zu sein und einfach nur nach vorne zu gucken und den Rest hinter mir zu lassen. Das ist ein Lebensabschnitt, wo wir definitiv nicht traurig sind, den zu verlassen. Hey Björn, bist du immer noch am Quatschen? Ja, ich habe ja auch was zu erzählen. Geht ja um viel. Wir gehen auf unser großes Abenteuer, da gibt es viel zu erzählen. Es geht ja um Gefühle und so. Ach so, okay. Aber ich habe etwas zu sagen auch. Ich spreche in Italienisch, weil mein Deutsch nicht perfekt ist. Sono giorni di agitazione e gioia, ma penso sia normale perché l'attesa diminuisce sempre di più. Ho sempre sognato nella mia vita e creduto che avrei fatto un lungo viaggio. Me lo immaginavo con zaino in spalla e invece ne ho fatti alcuni viaggi così, ma relativamente brevi. Invece si parte con Herman, il nostro furgone, anche se mi piace di più chiamarlo bus. Ha la sua età, ma l'abbiamo ringiovanito parecchio. Per questo devo dire che i problemi tecnici, meccanici, che sicuramente si verificheranno durante il viaggio, altrimenti che viaggio è, non mi preoccupano particolarmente. Sicuramente grazie anche a Bjorn che ormai negli ultimi anni ha sviluppato tantissimo le sue capacità di meccanico. La cosa che più mi preoccupa, se così si può dire, è la sicurezza personale. Però credo che come in tutti i viaggi che abbiamo fatto, arrivati sul posto, la percezione e la situazione cambia e quindi saremo sicuramente in grado di cavarcela e gestire al meglio le situazioni un po' complicate. All'inizio non dovrebbe essere un problema perché comunque ci dirigiamo verso la Patagonia, quindi lì al massimo quello che ci può passare è, non so, ci schiaffeggia un leone marino, mi auguro di vederne tanti, sono davvero emozionata e non vedo l'ora. Ciò che mi rende più triste invece di partire è sicuramente lasciare le persone care, gli amici, la mia famiglia e i bei momenti trascorsi insieme. E soprattutto mi mancherà molto giocare e chiacchierare con la mia piccola nipotina. Lei è semplicemente adorabile, è una bambina molto curiosa e estremamente sensibile.
diverse volte con le sue domande ingenue mi ha messo in difficoltà. Mi mancherà sicuramente anche la mia terra, l'Italia, che per quanto controversa e difficile in alcuni aspetti è meravigliosa. Tra l'altro negli ultimi anni non ci ho passato molto tempo, ma recentemente abbiamo avuto la possibilità di viaggiare per alcuni mesi in Sicilia. Non c'ero mai stata, sempre rimasta nella mia lista di cose che avrei voluto vedere, e alla fine è semplicemente stupenda. L'abbiamo praticamente girata buona parte, tutta, vabbè, ci vuole molto tempo, però abbiamo girato buona parte della Sicilia, paesaggi stupendi, la gente è super accogliente, davvero da visitare. Finalmente è arrivato il momento del nostro viaggio. La prossima settimana Herman sarà chiuso nel container, pronto per partire. Farà un viaggio più lungo del nostro, quindi ha bisogno di più tempo. E nell'ultimo anno sono successe diverse cose che hanno allontanato sempre di più il progetto, ma adesso ci siamo. Ora abbiamo una voglia esagerata di partire, di andare, di cominciare finalmente il nostro lungo, lento viaggio attraverso il Sud America. Porto con me tutta la voglia di esplorare, di conoscere tutto ciò che è nuovo, che è diverso da quello che ho visto fino ad oggi, e sicuramente la voglia di riprendermi il tempo di vivere la vita. Wir sehen uns die nächste Woche in Hamburg. Genau. Dann verschiffen wir unseren Hermann nach Montevideo. Wir freuen uns total drauf. Das ist dann auch das letzte Video, was aus Deutschland kommt. Danach gibt es nur noch Videos aus Südamerika. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.